Was war das für eine chaotische Nachtzugfahrt auf dem Weg von Paris zurück nach Deutschland? Wieso die so chaotisch und aufregend für mich war, das erfahrt ihr jetzt hier im Video. Und ich habe für euch zum ersten Mal mir ein Privatabteil im Sitzwagen gebucht, weil ich einfach mal testen wollte, wie kann man dort eigentlich schlafen, wie ist das so die Nacht über. Denn es gibt einen Trick, wie du aus deinen Sitzplätzen einen Liegeplatz machen kannst im Sitzwagen. Ob das wirklich bequem war, ob ich das nochmal machen würde und welche Vor- und Nachteile das mit sich bringt, das erfährst du heute hier in diesem Video. Paris ist einfach eine tolle Stadt, ich mag sie total gern und jetzt geht's hier los mit dem Bericht über die Nachtzugreise. Hallo aus Paris, ich bin hier gerade für euch am Gare de l'Est, am Ostbahnhof in Paris und von hier aus werde ich gleich in den Nachtzug steigen, in den Nachtzug Richtung Berlin und wie immer nehme ich euch natürlich ein bisschen mit. Ich bin Steffi, das Zugfräulein und bei mir dreht sich alles rund um das Zugreisen in Europa. Und der Bahnhof Paris Gare de l'Est ist übrigens super schön, ein richtig tolles Gebäude. Und wenn du noch 2 Geheimtipps für Paris suchst, dann schau auf jeden Fall mal in der Opera Garnier vorbei, die mich wirklich richtig beeindruckt hat. Und ein weiteres Highlight für mich war eine Tour unter der Erde, nämlich in den Katakomben von Paris. Wirklich mega spannend. Tickets musst du unbedingt vorab buchen. Und die Links zur Oper als auch zu den Katakomben packe ich dir hier drunter in die Videobeschreibung. Der Bahnhof Paris Gare de l'Est ist ziemlich groß, aber ich fand ihn trotzdem sehr übersichtlich und er ist auch super gut mit der Metro zu erreichen. Ja, und da steht er auch schon, 19:12 Uhr, mein Nachtzug der ÖBB von Paris Richtung Berlin. Schauen wir uns hier die Verbindung einmal an für die Strecke von Berlin Richtung Paris Gare de l'Est. Start ist am Berliner Hauptbahnhof, weiter geht es über Halle, Erfurt, Frankfurt, Straßburg bis nach Paris, wo der Nachtzug am nächsten Tag gegen 10:30 Uhr vormittags ankommt. Wichtig zu wissen für euch, dieser Nachtzug, der fährt nicht täglich. Auf der Strecke von Berlin nach Paris ist er immer am Montag, Mittwoch und Freitag unterwegs. Und zurück von Paris nach Deutschland geht es dann immer am Dienstag, am Donnerstag und am Samstag. Tickets auf jeden Fall früh buchen. Es ist wirklich gerade in der Hochsaison und auch im Sommer eine mega beliebte Zugstrecke und kann schnell richtig, richtig teuer werden. Also wenn ihr hier die Möglichkeit habt, mit mehreren Monaten Vorlaufzeit eure Nachtzugtickets zu buchen, dann macht das auf jeden Fall, denn der Preis wird dann in jedem Fall günstiger sein. Los geht's, ungefähr 20 Minuten vor Abfahrt des Zuges steht der Nachtzug bereit zum Einstieg. Ja, und ich suche jetzt erst einmal mein privates Sitzabteil hier im Sitzwagen, das immer 6 Sitzplätze beinhaltet. Und ich habe mir diesmal ein Sitzwagenabteil gebucht, und zwar als Privatabteil, um euch auch mal zu zeigen, dass man hier eigentlich auch eine Nachtzugfahrt ganz gut drin verbringen kann, denn man kann diese Sitzplätze, das werde ich euch später noch zeigen, so ein bisschen zu so Liegen ja umfunktionieren. Und ja, mal schauen, es ist das erste Mal, dass ich das mache und ich bin gespannt, wie diese Nacht wird und ob ich darauf wirklich überhaupt schlafen kann. Also von daher bleibt dran, es bleibt spannend. Ja, so sieht es hier im Sitzabteil aus und ich bin jetzt hier natürlich ganz allein drin, weil ich das ja privat für mich als Abteil gebucht habe. Gepäckablagen gibt es daher genug zur Auswahl für mich. Und es gibt natürlich auch Steckdosen, die haben auch super funktioniert, Tische und einen Mülleimer und die Vorhänge zum Flur hin lassen sich auch zuziehen. Das schützt ein bisschen vor Blicken, aber es bleibt natürlich, zumindest wenn es draußen hell ist, auch relativ hell im Abteil. Ja, und auch das Rollo schützt natürlich tagsüber vor der Sonne, aber bringt eigentlich überhaupt gar nichts, wenn man vorhat, das Abteil zu verdunkeln. Und ein großer Nachteil, wie ich finde, ist, dass die Sitzwagenabteile von innen nicht verriegelt bzw. abgeschlossen werden können. Das war übrigens alles ganz schön chaotisch jetzt hier mit dem Nachtzug, weil vor ein paar Tagen hatte ich dann die Nachricht bekommen, dass der Halt Erfurt, wo ich ja eigentlich aussteigen wollte, nicht angefahren wird. Und dann hatte ich irgendwie mit der ÖBB telefoniert, die auch super freundlich waren. Und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, ich fahre jetzt bis nach Berlin mit und fahre dann praktisch wieder zurück mit einem ganz normalen Zug der Deutschen Bahn nach Erfurt.
Und ja, mal schauen. Dann hieß es vorhin in der App, der Zug fällt jetzt komplett aus. Und dann habe ich wieder bei der ÖBB angerufen und die meinten, nee, das ist nur ein technischer Fehler an der Darstellung. Der Zug fährt auf jeden Fall. Ja, er scheint jetzt zu fahren. Ich sitze ja jetzt drin. Wo ich aber am Ende aussteigen werde und ob der Zug jetzt vielleicht doch in Erfurt hält oder noch andere Zwischenstopps hat. Ich lasse mich jetzt einfach überraschen und schau mal, wo ich am Ende lande. Okay, es geht los. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir fahren. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wo ich am Ende tatsächlich aussteigen werde. In Erfurt vermutlich nicht, aber vielleicht hoffentlich dann in Berlin. Ja, und nach dieser ganzen Aufregung heißt es jetzt für mich erstmal ein bisschen runterkommen und die Ruhe und die Landschaft genießen. Ja, leider kommt es in den Sitzwagen immer mal wieder vor, dass die Toiletten unbenutzbar sind. Deshalb geht es für mich eins weiter in den Schlafwagen. Dort funktioniert alles und es gibt sogar eine Dusche. Aber ganz ehrlich, duschen wollen würde ich dort irgendwie nicht. Aber ansonsten für Zähneputzen etc. ist es vollkommen in Ordnung. Und wenn ihr unter die Sitze greift und diese nach vorne zieht, dann könnt ihr diese Sitzplätze tatsächlich umwandeln in Liegen. Im Endeffekt würde das bedeuten, dass ihr 3 komplette Liegen aus diesen Sitzplätzen machen könntet. Bei mir ging jetzt die Kopfteile nicht wirklich zu 100% nach unten, sodass eine gerade Fläche entstanden ist. Vielleicht weiß ja jemand von euch, ob das normalerweise geht. Bei mir hat es irgendwie nicht wirklich funktioniert. Aber mal schauen, wie sich's darauf schläft. Ja, und wenn du allein reist oder ihr seid vielleicht zu zweit, dann könntet ihr euch natürlich auch längs in die Mitte legen. Dann hättet ihr das Problem nicht mit den Enden, die so ein bisschen hoch stehen. Dazu müsstet ihr aber auf jeden Fall auch alle Sitzplätze in Liegen umbauen. Und die Tische am Fenster können natürlich eingeklappt werden, sodass dann auch nochmal ein bisschen mehr Platz ist. Ich habe das Zugticket übrigens, ich glaube, 2-3 Monate vorab gebucht. Und dieses komplette Sitzwagenabteil hätte dann ca. 180 oder hat ca. 180 € gekostet. Das heißt, es macht vor allem dann Sinn, wenn ihr vielleicht zu zweit oder zu dritt seid, dann könnt ihr euch sozusagen den Preis für das Abteil teilen und dann ist es auch recht günstig für eine Nachtzugfahrt. Der Preis für so ein Privatabteil kann aber auch schnell mal auf mehrere 100 € steigen, also auf jeden Fall rechtzeitig buchen. So, ich weiß gar nicht, ob ihr mich jetzt gut sehen könnt, aber ja, es ist jetzt auf jeden Fall schon dunkel und für mich ist jetzt hier Schlafenszeit. Ich bin echt gespannt, wie die Nacht wird und ob ich hier überhaupt auf diesen Liegesitzen sozusagen ein Auge zukriege. Es ist auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon mal sagen, recht frisch hier drin. Also es wird auf jeden Fall recht kühl hier durchgelüftet mit der Klimaanlage. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass ich auch durchaus frieren werde. Aber ja, so ist es jetzt halt. Man hat hier halt in diesem Sitzabteil natürlich keine Decken oder ähnliches. Das heißt, da muss man sich dann auf jeden Fall auch dick anziehen oder ja, dann vielleicht sogar irgendwie sowas Deckenähnliches noch mitnehmen, wenn das noch Platz findet im Gepäck. Und ja, ich sage auf jeden Fall jetzt schon mal gute Nacht und wir sehen uns dann morgen früh. Guten Morgen aus dem Nachtzug. Ja, es ist jetzt, ich glaube 7 Uhr. Und wie war die Fahrt? Ja, es war ein bisschen kalt, also wie erwartet habe ich auch echt ein bisschen gefroren. Und ja, diese Liegen hier im Sitzbereich, also im Sitzabteil, dadurch, dass es halt hinten und vorne einfach so ein bisschen hoch geht, kann man sich halt auch nicht wirklich ausstrecken. Es ist auch nicht so bequem. Also ich bin schon noch immer öfter dann nachts wieder wach geworden. Von daher würde ich mal sagen, für eine Fahrt von so 7-8 Stunden ist das schon okay, kann man machen. Aber das sind jetzt hier 15 Stunden und für so eine lange Nachtzugfahrt würde ich mir dann, glaube ich, doch lieber wieder ein richtiges Bett im Liege- oder Schlafwagenabteil buchen. Ich habe übrigens immer noch keine Ahnung, wo ich jetzt eigentlich aussteigen werde. Ist es Berlin oder vielleicht doch Erfurt? Gestern Abend konnte mir das selbst das Zugpersonal nicht sagen. Wir sind jetzt circa 1 Stunde vor Erfurt. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Und während bei einer Fahrt im Liegewagen- und Schlafwagenabteil zum Beispiel auch noch morgens ein kleines Frühstück mit Kaffee und Tee gebracht wird, was im Preis inkludiert ist, ist das jetzt hier beim Sitzwagenabteil nicht so. Also da hat man kein Frühstück mit dabei und kann sich auch kein Kaffee oder ähnliches kaufen. Zumindest ging das eben bei mir nicht. Eine Flasche Wasser konnte ich mir gestern Abend kaufen, das ging. Ja, das sollte man auf jeden Fall noch vorher wissen, dass man
sich da auf jeden Fall auch noch was mitnehmen müsste, wenn man noch länger morgens im Nachtzug ist und Hunger bekommt. Und wenn du den Nachtzug nutzt von Berlin nach Paris und dann vielleicht noch Lust hast, in eine weitere tolle Stadt weiterzufahren, dann empfehle ich dir in jedem Fall die Direktverbindung zwischen Paris und Barcelona. Die bin ich nämlich auch gefahren und habe dir hier im Video auch mal ein bisschen was dazu aufgenommen, sodass du dir mal einen Eindruck davon machen kannst, wie lange dieser Direktzug fährt und wie es dort eigentlich aussieht. Und hier im Nachtzug wird es gerade richtig spannend, denn wir sind laut Google Maps kurz vor Erfurt. Drückt mir die Daumen. Ihr werdet es nicht glauben, aber der Zug hat jetzt tatsächlich doch an Erfurt gehalten, obwohl dieser Halt gar nicht mehr auf dem Fahrplan drauf stand und mir auch niemand vom Personal sagen konnte, ob dieser Zug auch dort hält in Erfurt. Besser konnte es jetzt nicht laufen. Ich musste jetzt nicht bis nach Berlin durchfahren. Der Zug hat jetzt hier einfach die paar Passagiere noch rausgelassen, die scheinbar ein Ticket bis Erfurt gebucht hatten. Mein Fazit für den Sitzwagen im Nightjet, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ich glaube, ich würde ein richtiges Bett im Liege- oder Schlafwagen dann doch bevorzugen für so eine lange Strecke. Aber wenn man einen günstigen Preis bekommt und vielleicht zu zweit oder zu dritt ist und man sich das dann teilen kann, dann kann das schon ein ganz verlockendes Angebot sein. Ich sage jetzt Tschüss Nachtzug und muss jetzt zu Hause erstmal eine Portion Schlaf nachholen.